Im Juli 2022 waren wir auf Tierschutzaktion und fanden Wilma angekettet auf einem Grundstück südlich vom Balaton. Zwar gehörte dieses Grundstück einer Tierschützerin, allerdings benötigte diese eine Menge an Unterstützung bei der Hunderettung. So nahmen wir Wilma mit nach Deutschland, um sie dort zu vermitteln. Damit sie vermittelbar wurde, mussten wir allerdings an 4 Themen mit ihr trainieren: ihre Treppenangst, der Rückruf, die Leinführigkeit und zum Schluss das Anti-Jagd-Training. In diesem Video zeigen wir, wie wir Wilma trainieren. Das ist die Geschichte von Wilma. Okay, wir kommen hier gerade von unserer abendlichen Gassi-Runde. Die erste Ruhephase ist vorbei, die Woche ist vorbei. Der Hund entwickelt jetzt Schritt für Schritt ein gewisses Selbstbewusstsein und zeigt sich draußen auch erstaunlich positiv. Also es macht echt Spaß, mit ihr rauszugehen. Trotz alledem hat sie einige Baustellen und eine davon ist halt panische Angst vor Treppen. Daran müssen wir arbeiten, und um mal zu zeigen, wie dramatisch die Lage ist, kommt ihr jetzt einfach mal mit. Jetzt fängt der Hund schon Stück für Stück an, Beschwichtigungssignale zu zeigen. Also der Hund fängt an, sich über die Nase zu lecken, der Schwanz fängt an zu wedeln. Das deutet nicht auf einen Freudezeichen hin, sondern auf einen erhöhten Erregungszustand. Und für gewöhnlich fängt der Hund jetzt an, schon abzudrehen. Ja, und wenn ich jetzt jetzt kann man ganz genau sehen an dem Hund, jetzt kann man sehen, wie der Hund jetzt schon anfängt, in die Flucht zu gehen. Wilma hat keine Lust, Richtung Treppe zu gehen. Jetzt fängt ein Stresshecheln an. Die letzten sind fast bis zu den Ohren hochgezogen. Sie steht komplett unter Stress. Und um das Problem zu beheben, gibt es jetzt theoretisch 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das Ganze über Zwang zu tun, welche funktioniert. Aber dann, wenn nach Wochen über Zwang der Hund die Treppe hochgeschleift wird und ab und zu mal ein bisschen mit Leckerlis gearbeitet wird, macht der Hund es nur, weil er weiß, dass es danach eine Konsequenz gibt. Das eigentliche Problem im Gehirn, in diesem Hundegehirn, wird dadurch nicht gelöscht. Deswegen erfordert diese Angstarbeit einen ganz kleinschrittigen und sensibles Aufbautraining über eine positive Energie. Wir arbeiten bei ihr über Futter, aber um mal zu zeigen, wie dramatisch die Lage ist, kommt ihr jetzt einfach mal mit. Jetzt fängt der Hund schon an, wieder zurückzuziehen. Wir machen die zweite Tür auf, ihr kommt mit. Und ab jetzt beginnt der Stress. Sie fixiert die Treppe und sobald ich versuche, mit ihr hochzugehen, geht sie in die Flucht. Sie hat auf jeden Fall keine Lust. Das ist absolute Angst. Das sind absolute Angstanzeichen, das müsst ihr erkennen. Und wenn ihr das erkennt, dann bringt ihr den Stress raus. Und tragt euren Hund in der Anfangszeit lieber hoch und arbeitet kleinschrittig über ein professionelles Training. Okay, Futterbeutel ist angelegt, Belohnungsbeutel, der Hund liegt unterm Tisch, ne? Wilma liegt unterm Tisch, Wilma schläft, Wilma weiß noch nicht, dass es jetzt rausgeht, und ich werde ihr jetzt über meine Körpersprache signalisieren, dass es rausgeht, und dann wird bei ihr der Stress beginnen. Ich werde vorher ihr ganz kurz ein Leckerli geben, damit sie ein bisschen angefüttert wird, dann gehe ich zu meinen Schuhen, werde mir die Leinen umbinden, werde mir den Schlüssel nehmen, mit dem Schlüssel ein bisschen klimpern, die Tür aufmachen und sie versuchen einmal zu belohnen. Jetzt. Okay, Thema Treppenarbeit. Die Treppenarbeit haben wir so aufgebaut, dass wir Futter mit dem Hausflur verknüpft haben. Ich habe jetzt mehrere Tage, mehrere Wochen lang Wilma ihre Futterration immer im Hausflur gegeben, sodass der Hund diesen Treppengeruch, die Stufen halt immer mit was Positivem verknüpfen in Form von Futter. Das war unser erster Schritt. Wir werden den heutigen sonnigen Tag nutzen, um diese Treppenarbeit weiter auszubauen. Und unser Ziel ist es heute,
2 positive Komponenten ins Treppensteigen mit einzufügen. Das wird einmal Futter sein, was wir bisher schon jeden Tag gemacht haben. Und das zweite wird heute sein Spaß und Freude und Spiel. Wir werden heute uns Treppen aussuchen, die ein bisschen leichter zu steigen sind. Sodass sie spielerisch halt einfach lernen, Stufen aufzulaufen, auch wieder herunterzulaufen. Gut, so sieht es hier aus. Man sieht, die Stufen sind halt ein bisschen länger gezogen und ich hoffe mal, dass es dann einfacher wird, da so eine Stufe raufzulaufen. Sie meidet halt wirklich immer noch Stufen irgendwie. Also sie würde halt eher eine Hürde hier hochspringen, als ja, tatsächlich hier irgendwie Stufen zu laufen. Ich weiß, es ist für mich ein absolutes Mysterium, warum Wilma halt so eine panische Angst vor Treppen hat. Aber hier wird unser heutiges Training durchgeführt. Erst ein Wenn man das jetzt gesehen hat und der Hund von sich aus schon den ersten Schritt auf die Stufe rauf gemacht hat, jawohl, das muss sofort belohnt werden. Dann geht es direkt wieder runter, Futterführung und einmal auf die Stufe rauf. Ja, sehr schön. So. Die Trinkpausen sind elementar wichtig für die Trainingseinheiten, genauso wichtig wie gutes Futter. Es hat einfach den Hintergrund, dass die Hunde oftmals, wenn sie zu wenig trinken bekommen im Training, das Training wieder mit was Negativem verknüpfen und das möchte ich vermeiden. Sie kann Flüssigkeit zu sich nehmen, danach starten wir wieder mit voller Energie ins Training. Okay, Trinkpause ist vorbei. 2 Stufen haben wir schon erreicht heute. Und ich werde jetzt versuchen, spielerisch Wilma von der Treppe runterzuführen und wieder hochzuführen. Ich verbinde es mit Spielspaß und Freude und Futter. Viel Spaß beim Zuschauen. Komm her, Dicke, los! Sehr schön. Ja. Jawohl. Wunderbar. Ja, mit diesem extrem guten Trainingsergebnis würde ich den heutigen Trainingstag auch beenden. Ich werde in den nächsten Tagen genau diese Übung hier machen, werde mir dann versuchen, andere Treppen zu suchen und arbeite mich dann sukzessive an meinen Hausflur ran. Okay, als wir mit dem Training angefangen haben, war es genau die Stelle hier gewesen, wo Wilma panische Angst gezeigt hat. Wilma zeigt schon deutlich weniger Beschwichtigungssignale. Wilma lässt sich jetzt schon wunderbar über diese Trainingseinheiten mittels Futter in den Hausflur reinlocken. Wilma hat halt mittels Futter angefangen, die Stufen mit was Positivem zu verknüpfen und ist dann vor einigen Tagen halt den Schritt gegangen, die ersten Stufen hier im Treppenhaus zu laufen. Wir haben mittlerweile einen relativ guten Trainingserfolg erzielt und den würde ich jetzt mal präsentieren. Hier im Hausflur habe ich die Leine abgemacht, weil ich genau auch hier halt nicht wollte, dass Wilma aus Zufall irgendwie das Training mit was Negativem verknüpft. Kann immer mal sein in der Bewegung, dass dann halt angefangen wird irgendwie, dass man aus Versehen auf die Leine tritt und der Hund dann dadurch zurückgehalten wird. Und das wollte ich alles vermeiden, also ausschließlich positive Ereignisse. Habe dann angefangen, auf jede einzelne Stufe Futter zu legen. Und dann hat der Hund angefangen, Stück für Stück auf eine spielerische und positive Art und Weise die Stufen mit was Positivem zu verknüpfen. Man sieht immer noch eine leichte
Skepsis ist da, aber das ist ein Riesenerfolg. Das machst du schon echt gut. Was? Das machst du richtig gut. Ja. Genau. Wenn ich weiß, was das letzte Mal so da war mit den Treppen, das war krass. Ja. Genau, sehr schön. Okay, die nächste kleine Baustelle, die wir haben, ist der sichere Rückruf. Wilma hört relativ sicher. Allerdings, wenn kleine Ablenkungsreize da sind in Form von Hasen, die wegrennen, Vögel, die irgendwo wegfliegen, da ist ihre Priorität dann eher auf das Wild gelegt als auf meine Stimme. Und von daher werden wir daran auch ein bisschen arbeiten. Ich habe mir dazu eine kleine Hilfe geholt. Und zwar ist es kein geringerer als Faro. Faro ist ein Rüde, bei dem funktioniert das Rückrufsignal relativ sicher. Ich nutze ihn, um Wilma vielleicht zur Motivation zu bekommen, zurückzukommen. Das ganze Training werde ich wieder ein bisschen mit Spaß aufbauen. Das soll Freude machen. Ich werde freudestrahlend versuchen, Wilma zurückzurufen, wenn sie genau in Situation ist wie jetzt gerade. Dann werden wir mal gucken, ob sie sich davon beeindrucken lässt, wenn Faro und ich hier eine kleine Party schmeißen. Guck mal hier! Jawohl! Super! Fein, Wilma! Hier! Guck mal hier! Super! Du zuerst. Super! Jawohl! Super! Hier! Jawohl! Sehr schön! Hier! Wunderbar. Rückruftraining funktioniert wunderbar. Faro war dabei. Faro hat es vorbildlich vorgemacht, wie es sein soll. Jetzt ist sie natürlich weg, da kommt sie. Und Wilma ist hinterhergekommen. Genau das ist erfolgreiches Hundetraining. Hundetraining muss Spaß machen, Hundetraining muss positiv sein. Hundetraining muss sich für die Hunde lohnen. Hundetraining besteht nicht aus Sitz, Platz, Fuß. Hundetraining besteht genau aus dieser Energie. Ja, jawohl. Ihr müsst euch mit den Hunden freuen. Die Hunde müssen sich mitfreuen. Die Hunde verstehen ganz genau, dass ihr Spaß dabei habt. Und dann werdet ihr auch ein perfektes Halterhund-Team. Wilma, komm. Komm.
Die Basis ist auf jeden Fall geschaffen mit ihr. Man kann jetzt mit ihr leinenlos quasi schon spazieren gehen. Wir sind hier im Wald, wo es relativ viele Außenreize gibt. Und jetzt werden wir die Situation nutzen, um ins Training einzusteigen mit gewissen Ablenkungspunkten. Das Rudel, mit dem wir unterwegs sind, befindet sich jetzt woanders. Ich verstecke mich innerhalb des Waldes und werde versuchen, mittels Futter sie aus diesem Reiz herauszuholen. Wilma! Sehr schön. Funktioniert wunderbar. Super. Ich lasse wieder das Rudel vorlaufen, ziehe mich etwas zurück. So, wie gesagt, das ist jetzt die erhöhte Stufe des Rückrufstrainings, ja, mit gewissen Ablenkungspunkten. Das Rudel hat sich von mir entfernt und ich versuche einen Rückruf durchzuführen. Wilma! Sehr schön, super. Funktioniert wunderbar. Jawohl! Und wieder die Futterbelohnung. Und los. Wunderbar. So, wir befinden uns heute auf einem relativ bekannten Hundeauslaufgebiet im Norden von Berlin. Wilma ist dabei, das Trainingsequipment ist dabei und wir werden das Thema Rückruf angehen. Und jetzt werden wir Step by Step versuchen, den Rückruf einzuarbeiten, wenn Wilma an einem Wild interessiert ist, wenn Wilma sich in einem Spiel befindet mit den Artgenossen. Und genau dieses Thema gehen wir heute an. Wir sind, wie gesagt, auf dem Hundeauslaufgebiet. Wir hoffen, dass wir hier ein paar Artgenossen finden werden. Ich werde Wilma ein bisschen spielen lassen und versuchen, sie aus dem Spiel zurückzurufen. Und ich werde gleich, wenn sie im Spiel sind, versuchen, den Weg nach links aufs Feld einzuschlagen, sie kurz miteinander spielen lassen und dann versuchen, sie zurückzurufen. Jawohl. Und jetzt werde ich es mal versuchen. Wilma! Wilma! Super! Super! Jawohl, jetzt ist der andere zwar mitgekommen. Ich hoffe, der lässt sich auch zurückrufen, aber ich werde mit Wilma jetzt mal meinen Weg gehen. Komm, Wilma, das. Sehr schön. Okay, nächste Situation. Halterin kommt mit einem älteren Hund. Wilma, komm. Super. So ein schöner kurzer Hundekontakt. Die haben sich beschnüffelt. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Okay, interessante Situation. Vor uns ist eine relativ größere Hundegruppe. Wilma sprintet hier jetzt links unten im Wald vor. Sie wird jetzt gleich nach vorne preschen wollen, um mit den Hunden zu spielen. Ich lasse den Kontakt auch kurz zu und dann versuche ich sie in der Rückwärtsbewegung aus der Hundegruppe wieder herauszuholen, indem ich auch rückwärts laufe. Wilma! 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 Das ist mitunter die schwierigste Situation, die wir hier bewerkstelligen können. Hier ist eine relativ große Hundegruppe. Hallo. Hi. Ja, das ist toll hier, ne, die Stelle. Ich lock sie gleich mit Futter wieder raus. Super. Jawohl. Super. Sehr schön. Ast rein. Okay, ja, ihr habt es gesehen. Also wir hatten einen Kontakt mit einer relativ großen Hundegruppe und ich habe versucht, einen Rückruf durchführen zu wollen, worauf Wilma nicht reagiert hat. Den Fehler, den ich da begangen habe, ist, dass ich zu früh versucht habe, sie aus dem Hundekontakt wieder rauszulocken. Die Wertigkeit, mit diesen Hunden zu spielen, war einfach viel höher als meine Futterbelohnung oder mein Spiel.
Was habe ich gemacht? Ich bin auf Plan B umgestiegen. Ich bin nicht rückwärts gegangen, sondern bin an der Hundegruppe vorbeigegangen. Habe noch mal ganz kurz innerhalb der Hundegruppe mit ihr Kontakt aufgebaut über ein Stück Futter und gesagt, hallo, ich bin noch da. Und sie dann versucht, mit einer Rückwärtsbewegung aus der Gruppe wieder rauszuholen. Plan B hat funktioniert, aber wir wissen fürs nächste Mal, der Rückruf funktioniert noch nicht zu 100%. Okay, nächste Situation mit einer großen Hundegruppe. Komm her hier. Soll ich sie ranmachen? Oh, mein Dickerchen. Ist ein Mädel, ja. So, die Gruppe befindet sich in der Bewegung, Ich versuche mich mal hier einfach hinzuhocken und mal gucken, wie sie reagiert, ob sie mit der Gruppe mitgeht. Sie dreht sich um, kommt zu mir und freut sich. Super, fein. Na, komm her. Okay, wir waren jetzt gute 1,5 Stunden unterwegs gewesen. Wilma hat sich von ihrer besten Seite gezeigt. Der Rückruf hat fast zu 100% funktioniert, bis auf einmal. Aber dann sind wir auf Plan B übergesprungen, also alles super. Ich bin mega zufrieden und diesen erfolgreichen Trainingstag werden wir mit einem ausgiebigen Badespaß beenden. Das kann. Kommen wir zur nächsten kleinen Baustelle, die wir versuchen werden zu beheben. Die nächste kleine Baustelle wird sein die Leinenführigkeit. Die Leinenführigkeit ist ein komplexes Thema. Viele definieren die Leinenführigkeit komplett anders. Manche haben ein Geschirr dran und ein Halsband, manche haben nur ein Halsband dran, manche haben nur ein Geschirr dran, manche laufen komplett ohne Leine. Und demzufolge muss jeder für sich selber halt einfach entscheiden, was Leinenführigkeit ist und was nicht. Manche nutzen eine Langlaufleine, manche nutzen eine Flexileine, die im Moment sehr verrufen ist. Manche nutzen eine Schleppleine, manche nutzen Trainingsleinen. Also das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Für mich persönlich, ich mache die Materie nicht ganz so kompliziert. Für mich persönlich ist es wichtig, dass der Hund bei einem gewissen Widerstand, wenn der Hund erkennt, okay, jetzt ist ein Widerstand da, dass er umdreht, aufmerksam ist, sich in der Anfangszeit kurz ein Leckerli abholt und dann wieder seine Grundbedürfnisse stillen kann. Und jetzt zeige ich euch, wie ich die Leinenführigkeit aufbaue. Die erste Sache, die wir versuchen dem Hund beizubringen, ist, nach einem Leinenimpuls gibt es eine positive Reaktion. Wenn ihr das tagtäglich wiederholt, wird das Hundegehirn verknüpfen, Leinenimpuls, Futter. Leinenimpuls, Futter. Leinenimpuls, Futter. Ihr macht das zu Hause, jeden Tag, wiederholt die Übung, 3-mal am Tag, 15 Minuten meinetwegen. Manche sagen, 3-mal am Tag 15 Minuten sind zu viel, manche sagen, 1-mal am Tag 15 Minuten sind zu viel. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Es gibt Hunde, die werden schneller müde, es gibt Hunde, die werden langsamer müde. Macht es abhängig vom Hund. Wenn der Hund Stressanzeichen zeigt, ist das allerhöchste Eisenbahn aufzuhören. Ja? So, wir haben das jetzt einige Male wiederholt. Wilma macht wunderbar mit. Wilma ist super cool. Sie liegt hier auf dem Boden und zeigt noch relativ wenig Stressanzeichen. Allerdings beginnt es auch langsam. Jetzt kann man es sehen, das Hecheln beginnt. Hier hat sich an der Temperatur nichts geändert. Es ist einzig und allein dadurch, dass ich sie unter einem gewissen Zwang aussetze. Und wenn ich das erkenne, höre ich auch wunderbar höre ich auch sofort mit dem Training auf. Und will ihr da auch gar keine zusätzliche Belastung halt irgendwie geben. Und außerdem soll sie dieses Training halt auch mit was Positivem verknüpfen. Und dann kann man so eine Trainingseinheit so beenden, indem man sie halt super belohnt und sagt, super, feines Mädchen. Ne? Dann macht man die Leine einfach wieder ab und bringt wieder ein bisschen Freude ins Leben rein. Eine gute. Na los, komm. Na komm. Jawohl. Dann könnt ihr noch ein bisschen mit dem Hund ein bisschen spielen zum Schluss und dann wird das Training mit was Positivem beendet. Ja, ein gutes Mädchen. So. Das war der erste Schritt für die Leinenführigkeit. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das Training weitergeführt wird, bleibt einfach dran.
Okay, diese Basisübung haben wir einige Tage wiederholt, jeden Tag 15 Minuten. Und jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir einen Schritt weitergehen und das Training nach außen verlagern, wo es mehr Ablenkungsreize gibt. Somit gehen wir einen Schritt voran. Ich habe mir hier einen Feldweg ausgesucht, wo Fahrradfahrer vorbeikommen und verlagere das Training genau nach draußen. Ich gebe einen Leinimpuls, hole dann mein Futter aus dem Futterbeutel und belohne sie mit einem Futter. Leinimpuls, Futter. Leinimpuls, Futter, Leinimpuls, Futter und ab und zu bringe ich auch ein bisschen Spaß mit rein. Und das Ganze löse ich halt wieder mit einer ordentlichen, wie sagt man, sag du mal, was mache ich denn hier? Streicheleinheit. Mit einer ordentlichen Streicheleinheit löse ich das alles auf. Ich nehme damit ihr ein bisschen den Stress, ich bringe wieder ein bisschen Spaß rein, wa? Alles kann. Sehr schön, dann komm her. Mehrere Wochen Leinenführigkeitstraining haben wir jetzt hier hinter uns und damit habe ich erzielt, dass die Aufmerksamkeit mir gegenüber extrem erhöht wurde, wie man das hier auf den folgenden Bildern sehen kann. Wenn ich stehen bleibe, bleibt der Hund stehen. Wenn ich mich umdrehe, kommt der Hund mir hinterher. Das ist, was ich möchte und das war auch der Grund, warum ich dieses Basistraining und diese Trainingsmethoden durchgeführt habe. Damit in Gefahrensituationen, wie man jetzt gleich erkennen kann, ich und auch der Hund stehen bleibt, sodass eine gewisse Sicherheit einfach gegeben ist. Okay, Thema Anti-Jagd-Training. Das Thema Anti-Jagd-Training ist relativ komplex. Was man dabei wissen sollte, das, was ich hier mit Wilma mache, ist kein abschließendes, erfolgreiches Anti-Jagd-Training, sondern es ist ein kleiner Anreiz, ein kleiner prozentualer Anteil von einem riesengroßen Thema. In der Fachsprache redet man von einem Beutefangverhalten. Dieses angeborene Beutefangverhalten kann man nicht verbieten. Wir können das Verhalten eindämmen, wir können das Verhalten versuchen etwas zu unterdrücken und versuchen auch, auf uns umzulenken. Wenn ich hier nur mit einem reinen Verbot arbeite, wenn ich nur sage, nein Wilma, das ist verboten, dann wird sie vielleicht... Man wird zwar Erfolge sehen und der Hund wird verstehen, okay, ich darf es in bestimmten Situationen nicht, aber wenn man dann mal nicht aufpasst und der Hund die Situation ergreift und dann doch einem Hasen hinterher rennt, hat man wirklich einen Hund, der dieses Verhalten einfach befriedigt, wenn man nicht aufmerksam ist. Und das möchte man ja auch nicht. Und deswegen ist ein erfolgreiches Anti-Jagd-Training immer verbunden mit einer Umlenkung. Das heißt, man gibt zwar erst ein Verbot, aber dann muss es irgendwie halt für den Hund extrem positiv sein, zum Halter zurückzukommen. Und das kann man entweder mit Futter machen oder man hat halt auch kleine Jagdspielchen. Ja? Man kann dann einen Ball nutzen. Die Dämmerung beginnt und ich werde gezielt versuchen, wild aufzusuchen. Natürlich werde ich ein bisschen darauf aufpassen, die Wildtiere in ihrem Vorhaben nicht extrem zu stören, aber wir werden mal sehen, welche Tiere uns heute Abend begegnen und wir werden sehen, wie Wilma sich beim ersten Anti-Jagd-Training macht. Vorne auf der Höhe steht ein kleiner junger Fuchs und ich denke, der Abstand, der hat uns schon entdeckt. Ja, der Abstand ist da. Wilma ist aufmerksam.
Ich hoffe, man kann es auf dem Video sehen. Ja, sie wird aufmerksamer und ich versuche sie erst ohne Leinenruck abzulenken. Wilma! Super! Fein! Na komm! Und jetzt muss es ein Belohnungsfeuerwerk geben. Jawohl! Ein bisschen Futter und los, kann die spielen, komm! Super! Fein! Sehr schön! Jawohl! Das sind die Erfolge, die man feiern muss. Sie lässt sich abrufen und dadurch bekommt ihr den Hund das motiviert, dass ihr viel interessanter seid als das Wild. Super, ein gutes Mädchen. Jetzt haben wir Freude, jetzt gibt es noch mal ein bisschen Futter und wir haben Spiel und Futter verbunden. Wir waren viel interessanter als der Fuchs. So muss es weitergehen. Wenn ihr das konsequent durchführt, immer und immer wieder, wird die Wertigkeit vom Wild auf euch übergelenkt. Also die nächste kleine Trainingsmethode, Trainingstechnik, die ich beim Anti-Jagd-Training durchführe, ist so eine kleine Gewöhnungsarbeit. Dabei suche ich gezielt Örtlichkeiten auf, wo Tiere anzutreffen sind, wie Zirkusse oder Zoos. Ich persönlich bin natürlich kein Fan von diesen Einrichtungen, die zur Belustigung der Menschen Tiere einsperren, aber in diesem speziellen Fall beim Hundetraining, bei diesen Gewöhnungsarbeiten, suche ich diese Örtlichkeiten gezielt auf, um, ja, wie gesagt, diese Gewöhnungsarbeit durchzuführen. Ich gehe mit meinen Hunden relativ nah an die Tiere heran und sobald die Hunde versuchen, Kontakt aufzunehmen mit diesen Tieren, und erkennen, dass diese Tiere halt nicht flüchten, gibt es eine Umlenkung in Form vom Spiel. Ich habe meistens dazu immer 2 Bälle dabei. Ich habe damit halt die Hoffnung, dass die Hunde verknüpfen, dass Tiere nicht immer wegrennen. Ich muss sie nicht hinterherrennen, sondern Spiel, Spaß und Jagd gibt's bei meinem Halter oder Frauchen, Herrchen, Frauchen, was auch immer. Genau. Die Zirkusleitung ist einverstanden damit, dass wir das Grundstück betreten dürfen. Jetzt werden wir Wilma einpacken. Die sitzt hier hinten im Auto drin. Und wir sind ausgestattet wieder mit unserem Spielzeug. Eine kleine Futterbelohnung haben wir dabei und dann werden wir mal sehen, wie Wilma sich bei dieser Anti-Jagd-Trainingsmethode gibt. Okay, die ersten Tiere, die uns hier begegnen, das sind Gänse. Dort auf der linken Seite steht eine kleine Gansgruppe. Und ich suche gezielt den Kontakt mit Wilma zu den Gänsen und hole dann meinen Ball raus, um den wegzuschmeißen, um bei Wilma das Beutefangverhalten zu aktivieren. Je öfter ich diese Übung mache, desto mehr fällt die Wertigkeit, bestimmten Wildtieren hinterher zu rennen, weil genau dieses Verlangen durch mich befriedigt wird mit dem Ball. Die zweite Tierart, die uns hier in diesem Zirkus begegnet, sind Lamas bzw. Alpakas und hier führe ich meine Technik genauso weiterhin fort. Die Tiere im Zirkus zeigen oft das Verhalten, dass sie nicht unbedingt vor Hunden wegrennen, weil typischerweise in einem Zirkus halt auch relativ viele Hunde frei rumrennen. Von daher ermöglicht genau so ein Ort mir das perfekte Training und ja, ich hole hier meine Bälle raus, habe typischerweise 2 Bälle immer in der Hand, damit auch eine Motivation da ist, den Hund wieder zu mir zurückzulocken und für das Training einfach fort, während mir die Lamas oder Alpakas zuschauen. So, und wenn dann halt der Hund verstanden hat, hinterherrennen ist keine Option. Spiel, Spaß, Jagd und Freude gibt es beim Halter. Kann man im Zuge der Gewöhnungsarbeit natürlich dann halt auch wieder Ruhe reinbringen. Man will ja auch nicht, dass der Hund verknüpft. Immer wenn Tiere in der Nähe sind, wird der Erregungszustand hochgeholt. Das soll natürlich auch nicht verknüpft werden. Deswegen ist es elementar wichtig, dass im Zuge dieses Tierkontaktes halt auch Ruhe reingebracht wird. Auf der rechten Seite befindet sich eine kleine Gruppe an weiblichen Enten, die hier einfach ein bisschen chillen. Wilma befindet sich hier auf der linken Seite. Wilma hat schon Kontakt zu der Entengruppe mit aufgenommen und das ist für mich persönlich ein riesengroßer Erfolg.
Hier auf der rechten Seite befindet sich ein Reiher, der hier gerade irgendwie dabei ist, Futter zu suchen. Wir werden in diesem Anti-Jagd-Training versuchen, die Wildtiere hier auch nicht sehr zu stören. Aber ich finde, dass Wilma halt extrem gute Fortschritte macht, was Anti-Jagd-Training angeht. An der Situation wie jetzt kann man halt sehen, dass dieses Ablenken vom Wild und dieses interessanter machen als Halter in Form von Spiel oder kleine Ballwerfeinheiten, wenn man sich als Halter da einfach interessanter macht, sieht man, dass genau dieses Ablenkungstraining im Anti-Jagd-Training halt wirklich Früchte trägt und super funktioniert. Wir haben jetzt hier rechts die kleine Entengruppe. Wilma nimmt Kontakt. Super, na komm mal her, ey, wunderbar. Super, das war vor 3 Wochen noch unvorstellbar. Sehr schön. Komm mal her, meine süße Maus. So ist wunderbar. Sehr schön. Super. Und damit beenden wir es auch. Wir werden das Wild nicht weiter stören. Ein riesen Fortschritt im Thema Anti-Jagd-Training.